Das kann ich besser, viel besser sogar, als Ovo. Also wie gesagt, wenn dir nichts einfällt, dann brauchst du auch nichts sagen. Fehler zugeben. Hui, hui, hui. Ja, wie lässt mich denn das jetzt dastehen? Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn er ist nicht nur unser BVB-Talente-Trainer, sondern auch ein langjähriger Freund von mir, Otto Addo. Hi Otto. Hallo Ovo. BVB-Talente-Trainer, das müssen wir vielleicht dem einen oder anderen gleich noch erklären, aber vorher erstmal ein Käffchen. Was darf ich dir machen? Ein Cappuccino. Nicht gern. Ist klar, dass du keinen einfachen Kaffee haben möchtest. Warum willst du es mir auch leicht machen? Aber das kriegen wir alles hin. Und während ich das Ganze mache, kannst du ja vielleicht schon mal versuchen zu erklären, was denn so zu deinen Aufgaben als BVB-Talente-Trainer gehört. Ja, also ich kümmere mich um die Talente beim BVB, die Talente von der ersten Mannschaft bis zur U17. Mache mit denen individuelle Videoanalyse, das heißt, jedes Spiel, was die Jungs, die in unserem Top-Talente-Pool sind, haben, bespreche ich mit denen. Bespreche es vorher mit den Trainern, damit die auch mit im Boot sind, dann mit den Spielern und dann gucken wir, was sie gut gemacht haben, was sie vielleicht verbessern können oder was sie vielleicht nicht so gut gemacht haben. Das ist eine Säule. Die andere Säule ist Top-Talente-Training. Ja. Was wir mindestens einmal die Woche haben, wo wir positionsspezifisch versuchen, ja, sie zu verbessern, gerade in der Entscheidungsfindung auf ihre Position. Und ja, darüber hinaus treffe ich mich noch mit den Spielern. Versuche schon einmal im Monat jeden einmal so privat getroffen zu haben. Ist einiges zu tun. Ja, ja. Sehr gut. So, dein Dankeschön. Cappuccino ist fertig. Dankeschön. Ich mache mir schnell auch noch einen Kaffee und dann legen wir los da drüben. So, dann haben wir erfahren, dass du also täglich eigentlich mit jungen Spielern auch arbeitest, die alle irgendwie davon träumen, ja, Fußballprofi zu werden. Da kannst du natürlich eine Menge auch weitergeben, weil du es selbst erlebt hast. Erinnerst du dich denn noch, wie das war vor deinem allerersten Profispiel? Wie du dich da gefühlt hast, woran du da gedacht hast? Ist lange her. Ist schon richtig lange her. Ist schon richtig lange her. Ich weiß, dass ich in der ersten Zeit in Hannover war schon so, bin mit Hannover 96 von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und da war ich schon sehr, sehr sicher eigentlich. Ja. So, ne? Und das war dann zweite Liga, Debüt, war schon ein bisschen aufregend, aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt dachte, Mensch, okay, es wird schwierig, sondern ich war schon selbstbewusst genug, dass ich da ja auch wusste, dass ich mithalten kann. In Dortmund war es nochmal was anderes. So, da hatte ich dann so Nationalspieler, Stars um mich herum und da war ich schon sehr, sehr aufgeregt, gerade vom ersten Spiel hier im Westfalenstadion. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass das erste Dribbling geglückt ist. Das war dann, ja, dann war es eigentlich gut und ich habe eigentlich meistens positiven Zuspruch bekommen von den Zuschauern und deswegen war das relativ einfach und ein sehr, sehr guter Start auch hier. Ein Talent, was ich auch von dir gut kenne. Und ich gehe jetzt nicht Richtung Basketball, weil da war ich deutlich besser als du immer in den alten Tagen. Dein Talent auf der Tanzfläche. Das kommt ja auch das ein oder andere Mal immer wieder zum Vorschein. Auch als DJ hast du dich schon versucht, so in manchen Situationen. Welche Feier kommt dir so als erstes in den Sinn, wenn du jetzt mal so zurückdenkst? Vielleicht auch die letzte nach dem Pokalsieg. Da war ja auch einiges los, habe ich mir sagen lassen. In kleinem Kreise zwar, aber gibt es da so die ein oder andere Party, auch im Fußballkosmos, wo du dich gerne dran zurückerinnerst? Ja klar, eigentlich immer, wenn es was Großes zu feiern gab. 2002 natürlich die Meisterschaft, aber jetzt auch der Pokalsieg. Es war eine Feier in etwas kleineren Rahmen. Wir hätten, glaube ich, gerne auch mit den Fans zusammen gefeiert. Ja. Aufgrund der Situation ging das natürlich leider nicht, aber wir haben intern dann gefeiert mit den Jungs und war ein richtig cooler Abend und da ist auch so ein bisschen natürlich Last abgefallen. Ne? Man hat da, ich weiß nicht, ein halbes Jahr genau, habe ich mit Edin und mit Geppi sehr viel gearbeitet, mit Matze Kleinsteiber und wir waren dann froh, dass wir mit dem Pokalsieg und auch mit der Qualifikation für die Champions League dann unser Ziel erreicht hatten und da ist eine Last abgefallen und ja, dann lässt man seine Freude freien Lauf. Ja, da wäre ich gern dabei gewesen. Leider durfte ich nicht in diesen elitären Kreis, aber ich habe dich anders feiern sehen. Was würdest du denn sagen, ist generell einfacher, als Spieler zu feiern oder dann als Trainer? Wo hast du weniger Scheu, auf die Tanzfläche zu erheben? Du hast wahrscheinlich gar keine Scheu, so wie ich dich kenne, aber was fiel dir leichter loszulassen? Ja, also ich habe auch schon Scheu. Also ich bin jetzt keiner, der, wenn die Tanzfläche leer ist, jetzt irgendwie alleine tanzen würde, aber haben ja alle getanzt und haben sich gefreut und dann macht man natürlich gerne mit. Ich glaube, als Spieler ist es ein bisschen einfacher.
Ja? Ja, weil man als Trainer immer so ein bisschen so diese Angst hat, man muss eine gewisse Etikette wahren. Ja, das stimmt. Muss dann auch ein bisschen aufpassen und nicht zu viel und am besten nicht zu nett sein und so. Und, Aber als Co-Trainer geht das ja ein bisschen besser als vielleicht als Cheftrainer. Auf jeden Fall. Und Edin war aber auch ganz entspannt und wir hatten echt einen super Abend nach dem Pokalsieg. Unvergesslich, muss ich sagen. Also war schon richtig, richtig gut und ja, sowas will man natürlich nicht missen. Sehr schön. Jetzt, Musik ist dir wichtig. Jetzt hörst du natürlich auch den Musikgeschmack unserer heutigen Talente, deiner Schützlinge. Wie würdest du sagen, fällt der aus? Ist der okay oder kannst du damit gar nichts anfangen? Ist das zu großen Teil einfältig? ist es gut. Die Jungs spielen generell gute Musik, finde ich. Das Lustige ist, die holen ja dann auch nochmal alte Klassiker raus, so aus den 80ern, 90ern. Wo man wird da irgendwie Soul oder Jazz gespielt und so, also die holen da alles raus. Aha. Also ich bin da auch teilweise sehr, sehr überrascht, was da für alte Lieder, Michael Jackson wird rausgeholt, wo du ja, überrascht bist, dass der eine oder andere den überhaupt kennt. Ja, das stimmt. Das überrascht mich jetzt auch so ein bisschen. Bevor wir jetzt in Erinnerung schwelgen, möchte ich ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und eine kleine Schnellfragerunde mit dir machen. Ja? Also Okay. Anschnallen und nicht nachdenken, sondern raushauen. Okay? Die wichtigste Regel für den Abend vor einem großen Spiel lautet? Positiv denken. Positiv, okay. Zum Anheizen geht dieses eine Lied immer. Shook Ones von Mobb Deep. Okay. Oh, Klassiker. Wer ihn kennt, der weiß. Dein Lieblingszitat oder Sprichwort? Follow Your Dreams. Follow your dreams. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber das recherchiere ich. Der wichtigste Trainer in deiner eigenen Laufbahn war? Das ist brutal schwer. Brutal schwer. Ich hatte viele wichtige, also Nenn ruhig meinem- einige und sag warum. Okay. Mein Jugendtrainer Rainer Scher war für mich eigentlich wie ein Vater. Ich hatte nie einen Vater und der hat sich um mich gekümmert wie seinen eigenen Sohn. Alles für mich getan, hat mich mitgenommen zum Fußball. Meine Mutter hatte nie Zeit, hat alles für mich getan und auch teilweise auch Fußballklamotten geschenkt gegeben. Aber auch natürlich Trainer wie Matthias Sammer hier in Dortmund, Franz Gerber, Reinhold Franz in Hannover, die mir dann auch die Chance gegeben haben und die mir auch eine wichtige Position innerhalb der Mannschaft gegeben haben. Und ja, also ich habe eigentlich echt Glück gehabt mit meinen Trainern, habe von denen viel gelernt, ob es jetzt auch Kloppo natürlich in Mainz, war auch super, auch wenn ich da nicht so viel gespielt habe, aber trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Generell so was Mannschaftslehre, wie man mit der Mannschaft, mit Spielern umgeht, richtig gut und in Hamburg auch Hüb Stevens fand ich auch richtig gut. Okay, schön. Jetzt eine Frage, die wird dir wahrscheinlich ziemlich schwer fallen zu beantworten. Ich stelle sie trotzdem und wenn du nichts weißt, dann brauchst du auch nichts sagen. Das kann ich besser, viel besser sogar, als Ovo. Also wie gesagt, wenn dir nichts einfällt, dann brauchst du auch nichts sagen. Fehler zugeben. Hui, hui, hui. Ja, wie lässt mich denn das jetzt da stehen? Ich kann schon Fehler zugeben. Ich mache nur keine. Das ist das Thema. Genau. Otto, vielen Dank. Wir könnten stundenlang noch hier sitzen, aber ich glaube, für die Zuschauer war da schon einiges dabei. Und wir treffen uns dann einfach privat wieder auf dem Kaffee. Auf jeden Fall. So machen wir das. Danke auch.